Unter unseren Füßen lagern die deutschen Atombomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier drunter auf diesem Kamm sollen bombenähnliche Körper laut Bodensonar gefunden worden sein. Die nahen Messbilder zeigen die Umrisse eines bombenähnlichen Gegenstands. Das muss eine deutsche Atombombe sein. Radische Heck. Hier da drin befindet sich ein parabolspiegelähnlicher Körper. Ein verboten Flatterband, man sieht es schon, Aushub. Und die ist jetzt nicht gerade niedrig. Sich dort eine unterirdische Fabrik befinden sollte. Soll laut meiner Kontaktperson das Loch gewesen sein. 05. The Allies found and covered up a functioning nuclear reactor here. Wahrscheinlich standen wir genau über der Atombombe. Keiner geht einfach in den Wald und fängt an, ein Loch zu buddeln. Und gerade nicht so ein Ausmaß. Und Kochus Misch war der Leibwächter und Telefonist vom Führer gewesen. Wollte ich ihn mal einfach befragen, was er zu dem Thema Atombombe weiß. Dass der Hitler selber sagte, es gibt Forschung und die soll vorangetrieben werden, aber er will sie niemals einsetzen. Seit Jahrzehnten wird spekuliert, dass die Amerikaner bei diesen Bomben auf deutsches Know-how zurückgegriffen haben. so an diesem Hang hier, genau hier vor Kopf, rechteckige Muster bilden, wussten solch eine Karte mit solchen eingezeichneten Tunneln. Was hat sich in diesem Waldstück und unter diesem Hügel zu Kriegszeiten abgespielt? Liegen hier wirklich 5 Atombomben aus deutscher Produktion? Haben die Amerikaner 2 deutsche Atombomben erbeutet und diese über Japan abgeworfen? Warum sind die Amerikaner mit aller Macht auf Ordre vorgerückt? Was war hier so wichtig, dass sie selbst Berlin dafür liegen ließen? Gibt es bis heute hier geheime unterirdische Anlagen, Labore für die Kernforschung und riesige Fabriken? Warum sind die Unterlagen der amerikanischen Streitkräfte erneut für Jahrzehnte als geheim eingestuft worden? Was haben die Augenzeugenaussagen von den angeblich ersten Atombombentests auf sich und warum wird bis heute über diese Tatsachen geschwiegen? Warum haben die Amerikaner einen Bericht über die Aussagen von polnischen Arbeitskräften, die in einer unterirdischen Fabrik arbeiteten, auf sich und warum entstehen bis heute merkwürdige Schächte an vermeintlich wichtigen Punkten und wer gräbt diese Schächte? Warum wird auch nach Jahrzehnten hier exorbitant erhöhte Strahlung festgestellt? Und warum verschwindet diese nach Bekanntwerden? Und warum sind die gefundenen Hohlräume danach nicht mehr vorhanden? Was hat es mit den sogenannten Wächtern auf sich? Warum werden Menschen bis heute bedroht? Werden Menschen, die zu viel wissen und anfangen, Fragen zu stellen, ermordet? Was hat sich hier damals im Untergrund wirklich abgespielt? Und werden wir die Wahrheit erfahren über das Geheimnis Jonastal? Hier unter unseren Füßen lagern die deutschen Atombomben aus dem Zweiten Weltkrieg. So, wir sind jetzt hier auf einer Straße, in einem Wald, auf einem Hügel. Ralf, was soll hier passiert sein? Was sagt man über diesen Ort? Also wir befinden uns hier in der Flurstückbezeichnung Hamster. Das ist ein Kamm, westlich gelegen vom Jonastal, oberhalb, vor dem sogenannten Bittstädter Löbchen. Und hier drunter, auf diesem Kamm, sollen bombenähnliche Körper laut Bodensonar gefunden worden sein. Forscher sind sich sicher, im Jonastal bei Erfurt sind bis zu 5 Atombomben aus der Nazizeit unter der Erde versteckt. Das Messgerät von Ralf Ehmann, Fachberater für Waffenvernichtung, schlug sofort Alarm, während er einige Bodenmessungen durchführte. Also hier wurde ein Bodensonar gemacht. Und da wollen Forscher bombenähnliche Gegenstände gefunden haben. Man macht es daran fest, dass Atombomben sein könnten, weil die hinten dieses Viereck am Leitwerk, ein viereckiges Leitwerk haben, richtig? Ja. Die Strukturlinien, die sich hier ergeben haben, deuten nahezu eindeutig darauf hin, dass es eine Atombombe sein könnte. So, und sie sollen hier liegen in unterschiedlichen Tiefen. Und das ist einfach, weil es hier bergauf geht. Sagt man, dass halt da oben beispielsweise 10 Meter sind, dann auf der Höhe 5 Meter und da weiter unten 3 oder 4 Meter. Sie sollen eigentlich relativ dicht unter der Straße tatsächlich liegen. Man ist hier mit dem Bodenradar rüber. Ich spiele die Aufnahmen mal ein. An dieser Stelle, wo der Waldboden nicht mehr den Ursprungszustand hat, hatte ich eine sehr große Anomalie gemessen mit einem sehr hohen magnetischen Moment. Das Teil dürfte eine Fläche haben in der Draufsicht von etwa 4 mal 2 Meter, sodass ich denke, dass ich hier direkt auf einem dieser bombenähnlichen Körper draufgestritten und diesen Messtechnisch erfasst habe.
Auch Peter Lohr, Pensionär und Hobbyforscher aus Chemnitz, ist im Jonastal fündig geworden. Er vermutet, dass die Atombomben in unterirdischen Betonkonstruktionen in 12 bis 14 Meter Tiefe lagern. Dabei beruft er sich auf Messdaten aus dem Jahr 2012, die er neu aufbereitet hat. Bei dem Kauf des Gerätes erfolgte eine Messvorführung in dem Gebiet Hamster auf einem Waldweg. Wir haben dort mehrere Messpunkte gesetzt und das Ergebnis waren, es waren Anomalien vorhanden und das hat mich bestärkt, mit dem Gerät zu arbeiten. So, und das bedeutet jetzt auf gut Deutsch, unter unseren Füßen wäre möglich, dass hier wirklich echte Atomwaffen liegen, richtig? Ja, wäre äußerst denkbar. Also wenn man diesen Aussagen Glauben schenken kann. Richtig. Peter Lohr selbst will sich an die Fakten halten. Der pensionierte Ingenieur aus Chemnitz befasst sich seit Jahren mit Bodenradarmessungen. Im Jonastal untersuchte er mit einem speziellen Messverfahren, das besonders tief in die Erde hineinreicht, ein Waldstück, das als Naturschutz- und Trinkwasserschutzgebiet ausgewiesen ist. Dabei fand er 5 Hohlräume in bis zu 14 Metern Tiefe. Nach meiner Messung, die ich hier aufgeführt habe, dürfte in jedem Gang eine derartige Bombe liegen. 2 kann ich genau identifizieren, die anderen sind strukturmäßig ähnlich. Aber das ist jetzt, ich sage, mit Fragezeichen verbunden. Die These von den Atombomben wird auch von Hobbyhistoriker Walter Bögenholt aus Georgenthal getragen, der mit Luftbildaufnahmen belegen kann, dass in der Nähe des Fundorts Bergbaustollen und auch eine Bahnlinie existierten. Alles soll vor und nach dem Zweiten Weltkrieg militärisch genutzt worden sein. Hat man gebohrt? Hat man das versucht zu finden? Hat man irgendwas darüber? Komischerweise haben die Behörden sich alle quergestellt, wo man sich in Arnstadt gemeldet hat, weil es ist ja auch ein Fall letzten Endes, muss man sagen, von einer Gefährdung muss man ja reden. Weil hier drinnen im Jonastal, da kommt unser ganzes Trinkwasser von Arnstadt her. Wir sind ein Trinkwassereinzugsgebiet. Zusätzlich ist es hier noch ein Naturschutzgebiet und da wäre es natürlich sehr fatal, solche Dinge hier zu finden. Ende Februar gab es im Jonastal einen Vororttermin, bei dem die Hobbyforscher ihre Erkenntnisse dem Arnstädter Ordnungsamtsleiter präsentierten. Denn ihrer Meinung nach ist Gefahr in Verzug. Nun, nach 70 Jahren kann sich die ganze Sache verselbstständigen. Das heißt, es rostet durch und es würde das Grundwasser belastet damit. Denn das ist ja hoch angereichertes Uran oder Plutonium. Also das bedeutet, vielleicht wollen die Behörden auch mauern, weil das sind ja enorme Kosten. Ja. Und das wird ja dann auch verstrahlt sein, das Gelände. Nach Angaben der Thüringer Allgemeine weisen der Bürgermeister Alexander Dill und die Landrätin Petra Enders die Vermutungen über die Atombomben im Jonastal zurück. In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklärten die Kommunen kürzlich, dass sie nach einer Untersuchung des Geländes durch eine Fachfirma keine Kernwaffen finden konnten. Da die Forscher dort am Hamster diese Hohlräume mit den 5 bombenähnlichen Objekten gefunden haben, es soll sich tatsächlich um Atombomben handeln. Das haben die Messdaten der Forscher ergeben. Die Umrisse eines bombenähnlichen Gegenstands. Hobbyforscher Peter Lohr ist sich sicher, das muss eine deutsche Atombombe sein. Wir haben jetzt hier wieder dieses quadratische Heck. Hier da drin befindet sich ein parabolspiegelähnlicher Körper, eine Halbkugel mit einer U-förmigen Aussparung, einer Isolierschicht dazwischen und da steckt ebenfalls ein U-förmiger Körper drin. So, das deutet auf das Prinzip einer Atombombe hin. Sie sind sich sicher, dass es große Ähnlichkeit zu den von den US-Streitkräften auf Japan abgeworfenen Atombomben Little Man und Fat Boy gibt. Es gibt eine deutliche Ähnlichkeit zu jenen Atombomben, die die US Air Force 1945 in Japan abgeworfen hat. Seit Jahrzehnten wird spekuliert, dass die Amerikaner bei diesen Bomben auf deutsches Know-how zurückgegriffen haben. Aufgrund meiner Dreharbeiten sprach mich ein Anwohner an, der anonym bleiben will, aber um Veröffentlichung des Inhalts des Gespräches bat. Er teilte mir mit, Zitat, natürlich gibt es diese Hohlräume, auch Atombomben gibt es dort. Weil sie jetzt entdeckt wurden, haben sich Menschen, die das Geheimnis bewahren wollen, eingeschaltet und sind tätig geworden. Es gibt eine Organisation, die das geheime Wissen bewahren will. Es gibt riesige unterirdische Anlagen unter dem gesamten Gebiet Arnstadt und Ohrdruf. Diese Anlagen sind den Alliierten nur zu geringen Teilen bekannt und sie wurden zum Ende des Krieges geschickt innerhalb der Anlagen getarnt. Als man jetzt aus Zufall einen Teil dieser Anlage unter dem Hamster gefunden hat, mussten wir tätig werden. Zitat Ende. Mein Gesprächspartner teilte mir mit, dass diese Hohlräume jetzt nicht mehr vorhanden sind. Sie wurden in nächtlichen Aktionen unterirdisch leergeräumt und gesprengt, sodass die Signatur der bombenähnlichen Körper gänzlich verschwand
und die Hohlräume eingestürzt seien und eine Signatur ähnlich wie natürliche Höhlen besitzen. Arnstadts Ordnungsamtsleiter nimmt die Sorge sehr ernst, sagt er. Deshalb hätten nach der Anzeige auch Kampfmittelräumer die Gegend im Jonastal untersucht, ohne Befund. Die scharfen und eindeutig erkennbaren Signaturen von Kammern sind somit verschwunden. Komischerweise berichteten mir Anwohner, dass sie nächtliche Detonationen mit anschließenden Erschütterungen wahrgenommen hätten. Diese klangen sehr dumpf und schienen weit weg zu sein. Auf meine Nachfrage, was er damit meinen würde und wer wir sind, ging mein Gegenüber auf Abstand. Erst durch weitere Nachfragen und Aufbauen von Vertrauen öffnete er sich und ging tiefer ins Detail. Es gibt einen Personenkreis, der als Wächter im Jonastal eingesetzt ist. Dieser elitäre Kreis von Personen ist in genauer Kenntnis von diesen Stollenanlagen und hat das Geheimnis zu wahren. Bei Bekanntwerden von Anlagen werden diese verschlossen, teilweise geflutet. Auf diese Umstände gehe ich zu einem späteren Zeitpunkt genauer ein. Das bedeutet, die Behörden könnten eventuell mauern und wollen nicht, dass hier gebohrt wird, weil man eventuell auf diese Bombenfabrik oder was auch immer Lagerort stoßen könnte und eventuell sogar unter unseren Füßen eine Verseuchung stattfindet. Natürlich hat man da jetzt nicht unbedingt das Interesse dran. Das ist eine mögliche Theorie, die man immer wieder hier, also du bist nicht der Einzige, der mir das so berichtet hat, als ich mit den Anwohnern hier und mit Leuten, Interessierten geredet habe, die haben auch, also viele waren sich sehr, sehr sicher, dass die Behörden genau deswegen mauern, weil sie die Kosten scheuen, hier wirklich alles zu entseuchen. Und wenn das natürlich rauskommt, dass man hier über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg kontaminiertes Trinkwasser zu sich genommen hat, ja, dann hageln natürlich auch ohne Ende Schadensersatzklagungen rein, wenn jetzt beispielsweise jemand Krebs oder irgendwas bekommen hat. Dann verbindet man das natürlich damit immer, das führt auf die Atombomben oder auf die atomare Verseuchung zurück, die da unterm Hamster liegt, richtig? Ja, so ist es denkbar. Ja. Wir wollen mal schauen, ob wir hier Strahlung messen, oder? Wollen wir mal das Gerät anschmeißen? Mal. Wir gucken mal. So, ich habe hier mein Messgerät. Nochmal vielen Dank an Felix Friel. Er hat mir das zur Verfügung gestellt, weil ich selber besitze keins. So sieht es aktuell aus. So, wir haben jetzt hier eine Strahlung von, es ist hochgegangen, es geht weiter hoch, von 0,04, 0,05 Mikrosievert. So soll das gemessen werden damit. Wir gucken jetzt einfach mal, wenn wir es hier auf dem Boden halten, also es bleibt bei 0,05. Es war gerade auf, als ich es angemacht habe, auf 0. Es ist dann gestiegen, also natürlich Hintergrundstrahlung hat man immer. Ich gebe nur die Werte durch, völlig wertefrei. Es sind einfach nur die Werte. 0,06 haben wir hier tatsächlich, also hier geht es ein bisschen hoch. 0,07. Das sind aber in meinen Augen noch keine bedrohlichen Werte. Das wird normale Hintergrundstrahlung sein. 0,6. 0,5. Also hier wird es wieder ein bisschen weniger. Wahrscheinlich standen wir genau über der Atombombe. 0,6 wieder, so in dem Bereich. Also hier haben wir jetzt die erste Grabung, die wahrscheinlich von privaten Schatzsuchern angefertigt wurde. Warum man jetzt hier genau, weil das ist ja ein Hügel im Gelände, warum man die genau hier angefertigt hat, weiß man nicht. So, wir haben auch noch mehr. Also hier unten ist auch noch mal eine Grabung. Laufen das jetzt mal ab, was meine Kontaktleute mir hier zeigen. Also hier ist auch mal, war das tiefer gewesen? Etwas. So. Das ist Grabung Nummer 2. Also hier hat man auch eine Grabung angefertigt. Und jetzt haben wir noch eine dritte und somit größte Grabungsstätte. So, hier haben wir auch noch Betreten verboten Flatterband. Man sieht es schon, Aushub. Und die ist jetzt nicht gerade niedrig. Also hier geht es doch schon ein bisschen tief rein. Schaut mal. Auf den Grund können wir gucken. Oh, die hat so gute 2 Meter, 2,50 Meter. Und habt ihr Informationen darüber, ob das jetzt per Hand gemacht wurde oder mit dem Bagger? Da wissen wir leider nichts drüber. Also ihr habt die einfach so gefunden? Ja. Die wird einfach irgendwann mal hier beim Vorbeilaufen gefunden. Und das ist schon eigenartig, dass man hier so tief runtergräbt. Ja. Sie ist aber einfach mitten im Wald und wie gesagt, Flatterband ist rum. Aber ob das jetzt
von einem Schatzsucher oder irgendwas war das. Also darüber haben wir tatsächlich gar keine Informationen. Das waren wahrscheinlich, also laut den Aussagen von meinen lokalen Kontaktpersonen hier, haben das ja Schatzsucher, private Schatzsucher, Hobby-Schatzsucher angefertigt. Also wer buddelt, man muss ja Informationen haben. Keiner geht einfach in den Wald und fängt an, ein Loch zu buddeln. Und gerade nicht so ein Ausmaß. Und das ist auch nicht ungefährlich. Wenn das zusammenkracht, dann seid ihr da unten begraben. So schnell kriegen die euch nicht raus, da natürlich. Und man weiß es halt nicht, warum. Das bedeutet, das sagt uns eigentlich, wir haben da gerade drüber nochmal gesprochen, hier sind Leute, die Pläne haben, die ungefähr wissen, wo sie zu buddeln haben. Das ist wie im Jonastal selber, neben der Straße, die 3 Schächte, die buddeln da und plötzlich stoßen die auf eine Betonplatte in 8 oder 10 Metern Tiefe. Das macht man ja nicht willkürlich. Das heißt, irgendwer hat Informationen über dieses Gelände, hat einen Übersichtsplan und weiß, wo er tatsächlich zu buddeln hat. So, und das macht mich halt so stutzig und meine lokalen Kontaktpersonen auch, dass manche einfach hier irgendwelche Löcher buddeln und irgendwas suchen und dann auch wieder aufgeben. Ja? Also man weiß es nicht. Es bleibt wirklich spannend hier. So, jetzt sind wir wieder am besagten Loch. Und jetzt gucken wir mal, dass mir das da auch nicht reinfällt. Wir sind bei 0,06 aktuell, 0,05, also sogar weniger geworden. 0,05 Mikrosievert die Stunde, 0,04. Also hier fällt es tatsächlich sogar wieder in diesem Loch drin. Hier ist es sogar wieder gefallen, jetzt sind wir wieder bei 0,05, 0,06. Also an der Oberfläche haben wir tatsächlich eine höhere Strahlungsbelastung als da unten drin. Also wie man hier sieht, hier kommt man auch nicht wirklich mit dem Bagger rein. Also der Bewuchs, der ist ja da befindet sich dieses Loch, dieser Schacht. So, und hier geht es schon wieder ein bisschen steiler ab. So, und hier ist halt nichts. Ne? Also mit dem Bagger hier durchfahren ist nicht so gut. Wir haben das hier auch alles fußläufig gemacht, weil das Gelände halt nicht zulässt, dass man hier mit dem Fahrzeug reinfährt. Und trotzdem ist dieses Loch da und irgendwer hat es auch mal abgesperrt, dass keiner reinfällt. Also es ist wirklich kurios. Auf dem gesamten Gelände habe ich keine erhöhte Strahlung feststellen können. Die Werte waren im Normalbereich. Dass dort im Bereich Jonastal Strahlung anliegt, ist des Öfteren bewiesen worden. Auch der Dokumentarfilmer Tino Struckmann, besser bekannt unter dem Namen Lost Battlefields, hat unweit der Stollen im Jonastal exorbitant erhöhte Strahlung gemessen. And like I said, this is all military territory. A little unnerving. My Geiger counter just went off. Holy shit. Holy shit. I mean, it's still within safe limits, but holy shit. Look at this. Fuck. I'm just walking here. 73. Holy. Jesus, 105. I'm starting to the point where should I be here? Where the hell? I'm just walking here 400 meters from the tunnels. This is where they said there was supposed to be a hidden nuclear reactor. Look at this thing going. You guys wanted readings? Well, this is a little troubling. And it's still going. Jesus, where's my nuclear physicist when I need one? Damn. 16. Now, I know I'm still within reasonable safe limits, but having gone from 100 meters down the road to my Geiger counter going completely apeshit in the middle of where I was told the Allies found and covered up a functioning nuclear reactor. Als Tino Struckmann ein zweites Mal an dieser Stelle war, konnte er keine Strahlung wahrnehmen. Jetzt fragt man sich, wie sowas sein kann. Ich habe erneut mit diversen Kontaktpersonen gesprochen und alle gaben unabhängig voneinander an, dass hier auch die sogenannten Wächter ihre Finger im Spiel hatten. Mir wurde von allen gesagt, dass die Wächter nach Bekanntwerden der Strahlung unterirdisch aufgeräumt haben und dort Gegenstände, die strahlen, weggeschafft haben oder sogar Stollen geflutet haben sollen. Ob das eine Erklärung ist oder nicht, ob es reine Spekulation ist
oder als Wichtigtuerei abgestempelt werden kann, darf jeder selber entscheiden. Fakt bleibt, ein seriöser Kanal wie Lost Battlefield denkt sich diese Werte nicht einfach aus. Auch ist eine Fälschung der Messinstrumente sehr unwahrscheinlich, da Tino Struckmann erneut mit einem Team aus Forschern dorthin gegangen ist, um zu messen. Würde er die Videoaufnahmen gefälscht haben, dann hätte er einer erneuten Begehung sicherlich nicht zugestimmt. Auch seine Forscher waren der Meinung, dass dort etwas gestrahlt hat und dass nach Veröffentlichung der Aufnahmen der Ort erkannt und dort etwas entfernt wurde. Ich hatte das Video von diesen gemacht hier und es war total. Wie ist das möglich? Oder einer hat das Video gesehen, ist hergefahren, hat gesucht, weg ist es. Und on and off and on and off, just to make sure. Und bist auch weggegangen, dann war es weniger, wieder hergekommen. Yeah, the closer I got to the ground, the higher it got. Ja, das kann sein, dass das vielleicht jemand erkannt hat, das Schild und das Schild und dann... This is the weirdest thing. Ab und nicht unter 500. Ich habe Bilder davon gemacht, ich habe Video. Hier war es 400. Wann warst du da? Vor wie viel? 2 Wochen zurück. Ich habe halt alles mit Video gemacht. This is the dumbest, most impossible thing I've ever seen. Complete loss of any signature of anything on any counter. I was here 10 days ago. Even in the pit down the road. I don't get it. Was jetzt wirklich zu diesem Umstand geführt hat und was hier im Jonastal bis heute existiert, kann man nur vermuten. Weitere Indizien, die zum Raketental auf dem Truppenübungsplatz führen, lassen weitaus mehr vermuten als bis jetzt bekannt. Aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Die Strukturlinien, die sich hier ergeben haben, deuten nahezu eindeutig darauf hin, dass es eine Atombombe sein könnte. Es könnte natürlich sein ein Little Boy oder ein Fatman. So, das kann man so exakt ohne sag mal, das Bergwerk zu öffnen, nicht feststellen. Nachmessen kann er jedoch nicht mehr, denn im Naturschutzgebiet Jonastal hat er nun Zutrittsverbot. So, jetzt sind wir an einer Brücke. Zu meiner Rechten seht ihr den Hamster, wo wir eben oben drauf waren, wo es ja die deutsche Atombombe vermutet wird, wo es Georadar-Daten zu gibt, dass da tatsächlich deutsche Atombomben lagern. So, und der Ralf hat hier eine interessante Geschichte zu dieser Brücke tatsächlich. Dann erzähl mal, was hat es mit dieser Brücke auf sich? Ja, interessanterweise, wir befinden uns hier von der Flurbezeichnung her am Lämmergraben. Ja. Und diese Brücke, die war bis vor ein paar Jahren noch in einem ganz desolaten Zustand, kurz vorm Einsturz. Und dieser unwegsame Weg, der führt direkt oben auf den Kamm des Hamsters, wo eben die bombenähnlichen Körper unten drunter vermutet werden. Ja. Und ganz interessant ist, man kommt dort auf den Kamm von dem Hamster von unwahrscheinlich vielen Richtungen aus ran. Es gibt etliche Wege dorthin. Und dennoch hat man sich vor mittlerweile schon 10, 15 Jahre her diese Brücke mit einem hohen, großen und auch teuren Aufwand hat man sie saniert. Okay. Keiner weiß, warum man hier eine Brücke, also hier ist wirklich weit und breit nichts. Das sind gesperrte Wirtschaftswege hier. Richtig. Also wir sind selber fußläufig, erkunden hier alles, weil es alles gesperrt ist. Ne? Ist es Naturschutzgebiet oder was ist es hier? Trinkwassereinzugsgebiet und auch Naturschutzgebiet. Und Naturschutzgebiet. Jawohl. Dementsprechend wenig Verkehr ist hier und da oben auf dem Hamster selber auch nicht. Wer darf da hochfahren? Der Jäger. Oder? Der Jäger, Forst, ja, Schäfer. Ende, ja. Und ein Stück weiter in die Richtung haben wir ja noch eine Brücke. Ja, die wurde erst neulich neu gemacht, wo man auf denselben Weg oben drauf kommt, der auch zum Hamster führt. Und ja, die wurde provisorisch neu aufgeschüttet. Hat den gleichen Stellenwert letzten Endes, weil man kann drüber fahren. Mhm, genau. Macht das, was eine Brücke machen soll. Und ist das vor oder nach dem ominösen Fund durch das Georadar aufgetaucht hier? Also die Sanierung. Die Sanierung der Brücke, die war weit davor. Jahre davor. Ja. Jahre davor. Und dann hat man erst hier die Georadar-Messung vorgenommen, sag ich mal. Okay. Also auch hier wieder, warum macht man diese Brücke? Weiß man davon? Hat man davon gewusst? Warum baut man hier im Trinkwassereinzugsgebiet und Naturschutzgebiet
Diese Brücke, das kostet Geld. Und auch hier die Kommunen, wir sind im tiefsten Thüringen, die sparen an allen Ecken und Enden. Und das macht keinen Sinn, dass man so eine Brücke hier wirklich saniert, wo sowieso keiner hoch und runter fahren darf. Oder maximal der Jäger oder die Forstbehörde, die braucht nicht unbedingt so eine Brücke, weil man von der anderen Seite auch ranfahren kann. Also da haben wir auch schon wieder eine weitere Frage, wo niemand weiß, was es damit auf sich hat. So, jetzt schauen wir uns diese Brücke nochmal an, wie aufwendig das wirklich saniert wurde. Ja, also das ist wirklich hier mit gepflastert, mit diesen kleinen Pflastersteinen. Ne? Also das hat man nicht einfach mal so eben nebenbei gemacht. Das ist wirklich sehr, sehr aufwendig saniert. Das hat mir gerade der Ralf auch nochmal bestätigt, dass das wirklich aufwendig saniert wurde damals. Ne? Wenn man sich das so anguckt und wie gesagt, da geht es hoch. Das ist eine Brücke mit 2 Verbotsschildern, eins da und eins hinter mir. So, und man baut eine Brücke neu, 2 Verbotsschilder, Ende. Man sieht hier Reifenspuren, Jäger, Förster, aber ansonsten darf hier normalerweise niemand hoch. Hinter mir der Bereich, der ist auch ganz interessant. Jetzt habe ich gerade gehört von meiner lokalen Kontaktperson, dass ein Autor, der Bücher verfasst über den Zweiten Weltkrieg, und der holt sich seine Informationen aus amerikanischen Archiven. Jetzt war in einem amerikanischen Archiv und hat ein Blatt gefunden, eine Unterlage mit den Koordinaten hinter mir auf dem Feld. Ja, also das ist der Hamster wieder. Und hinter mir auf dem Feld, ungefähr da, so die Richtung, ist ein amerikanischer Bericht, dass sich dort eine unterirdische Fabrik befinden sollte. Wie kommen die Amerikaner da drauf? Das ist ganz einfach. Die haben hier 2 polnische Arbeiter befragt oder verhört und die haben beide angegeben, dass bis April 1945 an dieser Koordinate in einer unterirdischen Fabrik gearbeitet haben. Das sagt das amerikanische Archiv bzw. die amerikanischen Dokumente, die der Buchautor hier damals eruiert hat bzw. nachgeforscht hat, und da hat er das her. Jetzt ist spannend, dass hinter mir in dem Wald, so die Richtung ungefähr, dass da 2 Hobbyschatzsucher älteren Alters, also so 50 aufwärts wurde mir berichtet, ein Loch gebuddelt haben. Das Loch soll nicht mal, also ich habe einen Lokalen, der war hier drin. Der hat sich da mal runter und hat da mal nach dem Rechten geguckt. Das soll 4,50 Meter bis 5 Meter tief gewesen sein. Das ist in dem Wald. So, jetzt buddelt man da, wo ungefähr auf dem Feld konnte man nicht buddeln, da kriegt es ja jeder mit. Also ist man wahrscheinlich ein bisschen in den Wald reingegangen. Wahrscheinlich wird es auch irgendwo da gewesen sein, weil es macht ja keinen Sinn, eine unterirdische Fabrik, der Ausgang auf einem Feld zu sein. Eher in dem Berg drin. So, jetzt ist er da rein, hat sich da umgeguckt. Das war nur ein Loch nach unten, oder? Also nur ein Schacht nach unten. Dieser Schacht ging nur nach unten, 4,50 Meter tief. Jetzt geht man davon aus, dass diese Hobbyschatzsucher oder Historiker oder wie auch immer diese unterirdische Fabrik finden wollten. Das würde ja passen, dort liegen die Atombomben drin, die deutschen Atombomben. Hier hat man ja die bombenähnlichen Körper auf dem Bodenradar gesehen. So, und von diesem Loch hat die Feuerwehr Wind gekriegt. Und die Feuerwehr hat dann beschlossen, weil es zu gefährlich ist, wir kippen das wieder zu. Und dann hat die Feuerwehr das für immer versiegelt und da wurde auch nie wieder gebuddelt, laut meinen jetzigen Informationen und Kenntnisstand. So, jetzt sind wir an besagter Stelle und irgendwo in dem Bereich hier soll laut meiner Kontaktperson das Loch gewesen sein. Nicht groß, ein bisschen größer als das andere und 4,50 Meter nach unten. Und hier geht man davon aus, dass man hier einen Einstieg zu der unterirdischen Fabrik hatte schaffen wollen. Man weiß es nicht genau. Man weiß nur, dass die Feuerwehr das mitgekriegt hat und dass die Feuerwehr dieses Loch zugemacht hat. Und das sollen die Überreste sein. So, dieser Steinwall, der kommt von oben vom Berg runter, geht dann hier drüber weiter und auch wieder weiter nach unten. So, ist nur durchbrochen worden durch diese Straße. So, und man sagt, in Büchern und Literatur haben wir eben meine Kontaktperson hier mitgeteilt, dass unter diesem Berg, also auf der Seite ist quasi der Hamster, dass unter dem Sonnenberg, so heißt dieser Berg oder Hang oder Hügel in der Landschaft, dass hier drunter, dass unter diesem Hang, also wirklich die Luftzentrale sein soll. Und angeblich soll unter diesen Steinen die Luft angesaugt werden oder angesaugt worden sein, um sie vorzufiltern. Jetzt hat man hier natürlich auch schon Grabungen vorgenommen. Also hier sind auch Hobby-Schatzsuchereien, haben Grabungen gemacht in diesen Wellen.
und haben mit Flammen gearbeitet, um zu gucken, ob irgendwo, wo sich die Flamme verarbeitet, also ob ein Luftzug nach unten ist oder vielleicht sogar aus der Anlage rauskommt. Diese ganzen Testgrabungen liegen aber alle negativ. Die Flamme hatte sich da nicht verändert. Aber diese Geschichte geht rum, dass hier unter dem Sonnenberg die Lüftungszentrale für den Hamster und die dort unterirdische Fabrik oder Lagerstätte gewesen sein soll. So, der ist jetzt 50 Meter weiter. Hier sieht man auch noch mal schön diesen Erdhaufen. Seht ihr das, wie weit das aufgeschüttet ist hier tatsächlich, das ganze Gelände? Ich nehme das noch mal ein bisschen raus. So, wie weit das wirklich, wie breit das ist. Und wie gesagt, und man vermutet wirklich, dass dieser Wall unter mir nach unten wirklich dafür da ist, dass darüber Luft angesaugt wurde, die vorgefiltert wurde, die dann unten in der Lüftungszentrale, die sich unter mir befinden soll, aufbereitet wurde, rübergeleitet wurde in den Hamster und dessen unterirdische Fabrik, unterirdisches Labor und unterirdische Lagerstätte, weil da sollen sich ja die deutschen Atomwaffen befunden haben. Wir stehen genau in diesem Steinwall, wo unter uns die Luftzentrale und das die Ansaugkanäle sein sollen. Ne? So, also diese Strukturen in der Landschaft, die ja angeblich zur Belüftung sind, also wo eine Lüftungszentrale drunter ist und diese Linien quasi für die Ansaugung der Luft zuständig ist, die dann da aufbereitet wird und halt in die Anlagen oder auf die Anlagen, die dort bestehen, aufgeteilt werden. Ich habe mir dazu mal Gedanken gemacht und es hilft immer, wenn man Kartenmaterial hat von früher. Ich habe eine topografische Karte im Maßstab 1:25.000 vor mir liegen. Sie ist aus dem Jahre, also herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1905. Mehrfarbig herausgegeben vom Reichsamt für Landesaufnahmen 1937. Und das ist die Ausgabe von 1943. Und da kann man sich einfach mal den Hamster angucken. Wenn man den Hamster dann hat, dann geht man mal rüber Richtung dem Sonnenberg und da kann man dann schon einiges erkennen und das ist dann sehr aufschlussreich. Wir gucken mal zusammen rüber. Das ist meine Karte. Wie gesagt, eine Karte im Maßstab 1:25.000. Sie ist topografisch, ist eine topografische Karte. Sie zeigt Arnstadt. Sie ist herausgegeben, wie ich es eben gesagt habe, 1905, nochmal nachgedruckt 37 und mehrfarbig. Und das ist die aktuelle Ausgabe von 1943. Das ist, wie gesagt, ein Nachdruck. Also es handelt sich um keine originale Karte von 43. Man hat diese Karte nur nachgedruckt. Gucken wir mal hier zusammen drauf. Da liegt Arnstadt. Da ist der Hamster. So, und dann haben wir hier den Sonnenberg. Da ist der Sonnenberg. So, und dann haben wir hier schon diese Linien. Ja, und ein Stück weiter, wo wir waren, da sind diese Linien eingezeichnet. Nämlich hier durch diese Punkte. Ja, und die gehen hier, wie gesagt, runter bis fast ins Tal rein. So, und weil diese Karte, wie gesagt, von 1905 stammt, können wir eindeutig sagen, dass diese Linien 1905 schon da waren, beziehungsweise diese komischen Steinhügel in der Landschaft. Das bedeutet, also wir können mit Sicherheit sagen, dass das nichts mit den Baumaßnahmen im Dritten Reich zu tun hat. Also so schnell kann man irgendwelche Sachen nachprüfen, wenn man das erzählt kriegt. Also ich habe es erzählt gekriegt, fahr mal da auf den Sonnenberg, das ist unweit vom Hamster. Und da wirst du sehen, da ist die Lüftungszentrale runter, das ist eindeutig zu belegen durch diese Steine. Das hat man getan zur Fliegerabwehr, also dass die Luftaufklärung das nicht mitkriegt. Gleichzeitig wird schon mal die Luft vorgefiltert, wenn sie da durchgezogen wird, etc. Ich bin dann da hingefahren, habe mir das angeguckt, habe mir das Kartenmaterial besorgt. Und siehe da, die Sachen sind schon da. Das bedeutet, also hier kann ich eindeutig widerlegen, dass sich das nicht um die Umbauten bzw. Baumaßnahmen im Dritten Reich gehandelt hat, weil es 1905 schon da war. Der Ralf hat mit dem Rochus Mich war wer? Kannst du das machen? Rochus Mich war der Leibwächter und Telefonist vom Führer gewesen, von 1941 bis 1945. Man kann wortwörtlich sagen, er und der Maschinist hat dem Führerbunker zugeschlossen. Ja, also über Rochus Mich, Leibwächter und Telefonist von Adolf Hitler persönlich. Der hat viele Interviews gegeben und unter anderem hast du ihn auch persönlich gekannt und hast ihn auch zu einigen Sachen befragt, richtig? Ja, das ist korrekt. Wir hatten, damals sollte da noch sein Buch, Der letzte Zeuge, verfilmt werden. Ja. Und da hat sich jemand bereit erklärt, den Trailer dafür zu machen als Vorschau. Und über diesen Kontakt sind wir damals
zum Herrn Misch hingekommen. Ja. Ich war persönlich in Berlin beim Herrn Misch und habe einige Fragen ihm gestellt, die einem natürlich auf der Seele brennen, die man an so eine Person hat, wenn man schon mal die Gelegenheit hat, sich mit ihm zu unterhalten. Unter anderem, weil wir nun aus dem Gebiet Jonastal, Atombombe und so kommen, wollte ich ihn mal einfach befragen, was er zu dem Thema Atombombe weiß. Und hat er nur gemeint, dass der Hitler selber sagte, es gibt Forschung und die soll vorangetrieben werden, aber er will sie niemals einsetzen, weil er es nicht mit seinem Gewissen und mit Ethik und Moral verantworten könnte, vor kommenden Generationen solch eine zerstörerische Waffe einzusetzen. Das sollen laut Roschus Misch die Worte von Adolf Hitler persönlich gewesen sein. Richtig, so hat er es mir wiedergegeben. Um welches Jahr rum war das? Welches Jahr rum war das? Wann war ich denn da? Nein, wann das gewesen ist? Also 1944, 45, wann hat Hitler das gesagt? Das habe ich nicht gefragt. Das hast du nicht gefragt. Also ich habe selber mehrere Aussagen gehört von Leuten, die das berichtet haben, die sich mit Zeitzeugen unterhalten haben. Ehemalige Wehrmachtssoldaten, SS-Soldaten von damals, kämpfende Truppe, die gesagt haben, wir haben bereits eine Wunderwaffe, warum setzen wir sie denn nicht endlich mal ein? Dann könnten wir das Kriegsglück noch auf unsere Seite wieder rumreißen. So, und einige sind tiefer ins Detail gegangen und ein Zeitzeuge will einem anderen gesagt haben, dass er wusste und dass die Soldaten damals wussten, dass die Atombombe existiert und dass die Soldaten darum schon gefleht haben, dass diese Waffe endlich eingesetzt wird, um den Krieg zu beenden, um den Krieg siegreich zu beenden. Also diese Aussagen habe ich öfters gehört von Leuten, nie von Soldaten persönlich, die damals da gekämpft haben. Das liegt an meinem Alter, die sind jetzt schon alle tot, die sterben mittlerweile alle weg, die Zeitzeugen. Aber das haben sie ihren Familien oder Angehörigen gesagt. Wir wussten davon, dass wir die Atombombe haben oder eine Atomwaffe haben oder eine Wunderwaffe haben, die den Krieg von jetzt auf gleich entscheiden könnte und wo kein anderes Land der Welt mehr mit Deutschland sich anlegen wollte und Krieg führen wollte. Das sind die Aussagen. Und das wäre ja deckungsgleich mit dem, was der Herr Misch damals tatsächlich gesagt hat. Ja, so kann man es sehen. Also auch hier wieder interessant, keiner weiß, wie weit Deutschland mit der Atomwaffe war. Man spekuliert ja auch, dass die Hiroshima- und Nagasaki-Bombe gar keine amerikanische Entwicklung sind, sondern dass da deutsche Bomben über dem Gelände abgeworfen oder über diesen Städten abgeworfen wurde. Ja, dieses Gerücht gibt es auch. Und dass die Bomben sogar hier zwischengelagert wurden. Deswegen ist ja der Amerikaner wie eine Speerspitze nach Thüringen vorgestoßen und hat Berlin praktisch gesehen erstmal links liegen lassen. Die wollten alle nach Thüringen und erstes Ziel war Ortruf. Ja, also sie wollten unbedingt hierhin, die amerikanischen Streitkräfte. Sie sind mit Windeseile, haben sie versucht, in dieses Gebiet hier zu kommen. Und jetzt gibt es halt Spekulationen darüber, dass man hier es gab nur 2 Atombomben. Also der Amerikaner hat gepokert, in der Hoffnung, dass Japan dann wirklich sagt, nach der zweiten, wir kapitulieren, weil mehr Bomben hätten sie nicht gehabt. Weil Deutschland angeblich nur 2 Bomben fertig gehabt haben soll. Das ist wieder im Gegenspruch zum Hamster, weil da liegen ja, wie viele sieht man da, mindestens 1 oder 2? Weißt du das auf diesen Aufnahmen? Das könnte ich jetzt gar nicht mehr wiedergeben. Das so. muss man noch mal also selbst wenn da nur eine liegt, dann wäre ja noch eine dritte da. Warum hat der Amerikaner die nicht rausgeholt? Oder der Russe? Der hat ja nach 5 Monaten das Gelände übergeben gekriegt. Vom Amerikaner wurde dann sowjetische Besatzungszone hier. Genau. Das sagt man. Also auch englische Streitkräfte sollen hier gewesen sein, Spezialeinheiten, weil die Engländer auch hier waren mit ihrer 30. AU-Unit, also Assault Unit, so nannte sich diese Einheit. Und da war ein hochrangiger Offizier, das war der Ian Fleming. Das ist der Mann, der die James-Bond-Filme gemacht hat, ins Leben gerufen hat. Und er soll mit seiner Einheit auch hier gewesen sein. Und er hatte ja in den ersten Filmen ich kenne sie persönlich nicht, ja, also dafür bin ich zu jung und die Filme zu alt, soll er von unterirdischen, ich weiß nicht, welche Staffeln oder Folgen das dann waren, aber da sollen ja unterirdische Raketenabschussbasen gewesen sein. Und woher soll der dieses Wissen haben? Also ausgedacht oder hat das vielleicht sogar hier im Jonastal irgendwo gesehen? Das ist ja möglich. Ist durchaus denkbar. Ja, und noch ein anderer interessanter Aspekt ist, der Ingenieur, der das hier mitgeleitet hat, neben Hans Kammler natürlich, ja, war der Karl Fiebinger. Das ist ein österreichisches Ingenieurbüro, was auch genauso heißt, das Ingenieurbüro Fiebinger. Der hat die gesamten Untergrundanlagen, so St. Georgen an der Gusen, der Zement in Ebbensee und. Der hat diese ganzen Anlagen gebaut. Und er war auch an diesem Bauvorhaben, hier haben wir uns gestern Abend noch sagen lassen, von mehreren unabhängigen Zeugen, die haben das ausgesagt. Er war hier und hat diese Anlagen angeblich
mitgeplant und den Bau beaufsichtigt und durchgeführt. Ja, und er war ja dann wirklich zum Schluss des Krieges nur für die Raketen zuständig, ne? Unterirdische Raketenproduktion und sowas alles. Ne? Genau, so ist überliefert. So ist überliefert, ja. Und er hat ja auch, das Interessante daran, er ist im Projekt Paperclip, war er mit dabei, er ist in die Staaten verbracht worden und hat dort die unterirdischen Raketensilos für die Interkontinentalraketen, also für die Nuklearraketen, mitgebaut. Richtig? Ja. So hat man uns das gestern gesagt. Also er hatte dieses Wissen, er hat auch hier mitgearbeitet, war dann in Amerika und hat dann da diese ganzen Anlagen entworfen und ist dann irgendwann wieder zurück nach Österreich. Man hat aber nicht, also er hat bis zum Schluss gegenüber der Öffentlichkeit nichts davon erwähnt und wenn er gefragt wurde, hat er geschwiegen. Er wollte damit nichts zu tun haben oder er durfte natürlich nicht sagen, weil es der Geheimhaltung unterlag. So wird es sein. Aber es ist schon kurios, was Ja. hier wirklich, welche Prominenz, Hans Kammler war ja selber auch oft hier, Ja, was ja. für eine Prominenz hier ein- und aus ist und wer an diesem Bauvorhaben beteiligt war und was tatsächlich jetzt noch immer auftaucht. Und wie lange sind die Dokumente erneut gesperrt worden für die Öffentlichkeit? Meines Kenntnisstandes nochmal 50 Jahre. Also 50 Jahre hat man die nochmal, die Sperrzeit war erreicht, dann hätte man sie eigentlich freigeben müssen, korrekt? Ja, Und dann hat man sie nochmal 50 Jahre gesperrt. ganz genau. So. Und ich habe gestern noch von jemandem erfahren, der hatte mich angesprochen und er sagte, es gibt ja verschiedene Dokumente mit den verschiedensten Geheimhaltungsstufen und angeblich sollen die sogar noch 70 Jahre weiter gesperrt werden. Das heißt, selbst in unserer Lebzeit werden wir diese Dokumente niemals in die Hand kriegen. Ja. So lange nach dem Krieg. Wir suchen weiter, das ist ein spannendes Thema und hochspekulativ. Die Sachen der Amerikaner, der Sowjet, also der jetzige Russe, sie könnten das von jetzt auf gleich aufklären, wenn sie ihre Archive freigeben, aber man hat kein Interesse, die Legenden und Mythen um das Jonastal zu lüften und zu sagen, das ist hier damals tatsächlich passiert. Also auf diesem Feld, direkt hier vor mir, so in dem Bereich, sollen, wenn die Pflanzen hier höher sind im Frühjahr, was auch immer hier angebaut wird, sollen sie längliche und teilweise quadratische Strukturen aufzeigen, wenn man drauf guckt, da sie an manchen Stellen, die quadratisch sind oder länglich sind, nicht so groß wachsen. Deswegen sehen sie von der anderen Seite von dem Feld aus. Ich habe mir das eben nochmal von einer lokalen Kontaktperson erklären lassen. Er hat auch Fotos gemacht, er will mir sie raussuchen, wenn er sie findet, und damit ich sie zeigen kann. Sieht das aus, als ob sie ja andersfarbig sind, obwohl sie nicht, nur weil sie nicht so hoch wachsen. Also man sieht deutlich Strukturen. Und es ist ja auch eigenartig, dass an eckigen Stellen die Pflanzen nicht so wachsen wie auf dem gesamten anderen Feld. Also es ist auch wieder so eine Kuriosität, wo niemand eine Antwort darauf hat. Also man geht jetzt tatsächlich hier auch davon aus, dass hier hinter mir irgendwo Eingänge sind von Stollenanlagen. Bedeutet, es könnte hier auch größere Anlagen sich unter diesem Acker, unter diesem Hügel befinden. So, des Weiteren habe ich noch eine sehr, sehr interessante Zuschrift bekommen. Man hat mir das elektronisch übermittelt, und es soll sich um ein russisches Video handeln. Der Herausgeber oder Urheber ist mir noch unbekannt, also ich sitze da gerade noch dran, man will mir das gesamte Video besorgen, dass wir das auch mal zu einem späteren Zeitpunkt uns genau angucken, unter die Lupe nehmen. Aber was ist da drauf zu sehen oder was ist in diesem Video? Also ich finde das hochbrisant, was da zu sehen ist, weil es ist ein russischer Film, es ist in russischer Sprache, also ich kann es nicht verstehen. Ich habe es mir übersetzt, aber es sind halt nur Bruchstücke. Aber wichtig ist nicht die Sprache und das, was gesagt wird, sondern das, was zu sehen ist. So, und die Russen, die wissen mehr, als sie uns wirklich verraten. Ja, also auf dem Truppenübungsplatz in Ohrdruf bzw. in dem ganzen Areal ist tatsächlich mehr zu finden. Und das lässt sich durch dieses Material wahrscheinlich eindeutig belegen. Weil dort ist eine Karte zu sehen vom Bereich Arnstadt, im Prinzip so wie die Karte, die wir uns gerade eben angeguckt haben, über den Sonnenberg. So ähnlich müsst ihr euch das vorstellen. Und auf dieser Karte ist was ganz Interessantes. Wir schauen jetzt einfach mal rein. Послушаем бывшего военного разведчика Владимира Ваганова. Руководство фашистской Германии подготовило запасную столицу, которую называла Ольга С-3. Столица и основные места защищенные находились на территории полигона в районе города Ордров. Исторически сложилось так, что эта территория сначала была занята.
мы решили узнать, что думает о нашей версии бывший профессиональный разведчик генерал-майор Владимир Ваганов. Выслушав нашу версию, генерал Ваганов достал схему движения янтарной комнаты, составленную в свое время службой Главного разведывательного управления. Самое удивительное, что она почти полностью совпала с нашей версией. Кёнигсберг, Киль, Потсдам, Ордруф, Веймар. Эти данные соответствуют той версии, которую излагают авторы фильма. Я думаю, что она весьма вероятна. И может быть рассмотрена исследователями именно для анализа и дальнейших действий по поиску янтарной комнаты. So, warum haben die Russen solch eine Karte mit solchen eingezeichneten Tunneln? Ja, also unterirdischer Tunnel ist ja die Übersetzung vom Russischen ins Deutsche. Warum haben die sowas? Warum reden die darüber? Das heißt, unter Ohrdruf ist ja dann tatsächlich irgendwas zu finden. Und wo geht's hin? Wo kommt's raus? Oder was ist die Nutzung bis heute? Man weiß es nicht. Deutsche Behörden mauern und sagen, da ist nichts weiter. Ich habe mir jetzt sagen lassen, bei dieser Tag der offenen Tür vom Truppenübungsplatz Ohrdruf, da ist ja auch, also da hat sich Ralf mit seinen Leuten mit dem Kommandanten unterhalten, dem Standortältesten oder derjenige, der dafür zuständig ist, und der sagte, ja, wenn jetzt hier unter dem Truppenübungsplatz noch irgendwas wäre, dann würde er das wahrscheinlich als allererster wissen und er weiß davon nichts, also es gibt auch nichts. Ja? Und das ist auch eindeutig belegt, weil er hat zum Beispiel auch das Amt 10 damals, wurde mir zugetragen, das Amt 10 verleugnet. So, warum haben die Russen diese Karte? Warum ist auf einer russischen Karte ein unterirdischer Tunnel eingezeichnet? Und die deutschen Behörden wollen davon nichts wissen. Und man mauert und man sagt, es ist nichts. Das sind Hirngespinste, das sind Legenden, das sind Mythen. Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist das wieder eine Bekräftigung, dass da tatsächlich noch irgendwas im Untergrund schlummert, was entdeckt werden will. Also wir gehen nach wie vor von großen unterirdischen Anlagen aus. Wollen wir mal gucken, was wir da drüber noch so rausfinden und wie tief wir da wirklich noch vordringen müssen, bevor man mit uns redet. Das Video, wie gesagt, das ist gerade in Bearbeitung. Ich bekomme das hoffentlich demnächst zugeschickt und dann schauen wir uns das in einer weiteren Folge in Gänze mal an, beziehungsweise holen uns die wichtigen Sachen raus. Ich lasse die dann mal vom Russisch ins Deutsche übersetzen und wir gucken mal, was das mit dieser Karte auf sich hat, weil die Stollenanlage vom Jonastal, wo ich ja drin war, ist nämlich auch drauf. Es bleibt auch weiterhin spannend, also das Mysterium um das Jonastal, um die unterirdischen Anlagen, ja, geht unverändert weiter. Also umso mehr ich mich damit befasse, umso mehr ihr mir auch schreibt, das ist auch ganz wichtig, also wenn ihr Informationen habt, lasst mir die zukommen unter info@klappspaten-tv.de. Ihr habt mir schon sehr, sehr viele Zuschriften zugeschickt und da war viel gutes Material bei, was ich verwenden konnte. Also das wird erst durch eure Mitarbeit lebendig, das Ganze. Ja? Also da gibt es so viel und jeder hat irgendwo was anderes gehört, jeder hat andere Feststellungen. Ja? Und das vieles beruht tatsächlich auf den Leuten, die mir das zugeschickt haben und gesagt haben, ey Mackie, schau doch da mal rein oder hör dir das mal an, was ich erlebt habe oder was mir Zeitzeugen gesagt haben. Oder hier hast du mal Dokumente, was hältst du denn davon? Und. Das ist wichtig. Wie gesagt, habt ihr irgendwas Zweckdienliches, schickt mir das gerne zu oder schreibt mir eine Mail oder was auch immer. Wir können uns auch gerne mal treffen und darüber reden, beziehungsweise wenn ihr auch ein Interview haben möchtet, wenn ihr zweckdienliche Sachen habt, dann komme ich auch gerne mal zu euch und wir machen mal ein Interview und reden darüber. Da oben dieses kleine Fenster, da, das viereckige, da gibt es eine ganz interessante Geschichte zu und die erzählt uns jetzt gleich mal der Ralf. Also ich kann mich noch daran erinnern, das war nämlich der 1. Mai, es war Feiertag und ich bekam einen Anruf. Mensch Ralf, fahr mal raus ins Jonastal, da ist was. Ich sage, na was soll denn das sein? Na, das wirst du dann schon sehen. Ich sage, naja komm, du willst mich jetzt nur verulken oder sowas. Also ich habe den Anruf nicht wahrgenommen. Dann ruft mich ein anderer Freund natürlich an, weil das dann die Runde in Arnstedt gemacht hat. Mensch, fahrt mal raus ins Jonastal, da ist eine riesige Hakenkreuzfahne an der Wand angebracht, haben sie erzählt. Und eine Hakenkreuzfahne erst. Ja. So, und man konnte sich natürlich auch nicht wirklich was vorstellen, dass es echt ist und so. Nachdem der dritte Anruf kam und sich rumgesprochen hat, warst du schon mal draußen, hast du schon mal geguckt? Ich sage, nee. Und naja, dann waren wir neugierig. Dann fährt man hier raus. Man hat noch niemanden groß gesehen, es war noch niemand hier.
Und mit einmal, man läuft rum, man sieht natürlich keine Hakenkreuzfahne, das war alles dann Schnee, was die Leute da gesagt haben. Und dann blickte man da hoch und sah da oben eingearbeitet, direkt in dem Fels, ein Fensterrahmen mit so kleiner Gardine dran, mit LED-Leistchen dran, damit das auch illuminiert wird nachts. Und was war dahinter? Eine Wachsfigurenbüste vom Hitler. Und das hat natürlich in Arnstadt unwahrscheinlich die Runde gemacht. Wir haben es uns angeschaut, wir haben ein paar Fotos gemacht. Und man hat halt geschmunzelt über so einen Streich, nenne ich es jetzt mal. Und ich hatte dann noch eine andere Tour gemacht zu einer anderen Freundin. Und als ich 2 Stunden später wiederkam, war bereits hier großer Auflauf von Leuten. Ja. Und dazu auch gleich Polizei, Staatsschutz. Ja, die Polizei findet sowas natürlich nicht lustig. Also das soll wohl als Streich gedacht sein, da hat jemand einen Spaß erlaubt. Ja, aber es hat einen massiven Polizeieinsatz ausgelöst. Richtig, hier war alles voll und Feuerwehr und sowas, ne? Feuerwehr, THW, es ging mittlerweile in die Abendstunden hinein. Das THW hat den Berg hier ausgeleuchtet. Die Bergwacht, SG-Bergwacht, der Staatsschutz, der Platzkommandant, die Bundeswehr, die haben sich alle um dieses kleine Problem da gerissen, das zu entfernen. Und es war erstmal sehr, sehr schwer zu entfernen, weil wie man jetzt hier sieht, von oben kommt man bescheiden ran, von unten kommt man sehr schlecht ran. Also man hat sich dann runtergeseilt und das quasi, von oben mit dem Seil und dann hat man das wieder entfernt. Also solche Späße passieren dann hier im Jonastal, dass da oben auf einmal sowas auftaucht und wirkliches Fenster. Ich habe Fotos gesehen, ich spiele sie auch mal ein, von den Zeitungsberichten auch. Also die Presse hat auch darüber berichtet. Ich habe es nicht mitgekriegt. Aber mit 14 Tagen Verzug erst. Ach so, erst später, okay. Das Fenster war richtig mit Bauschaum eingelassen. Ne? Also das hat man recht fachmännisch tatsächlich gemacht. Also das ist interessant. Ja, vielen Dank nochmal für die Info, weil ich habe es auch nicht mitgekriegt. Ja. Es geht spannend weiter. Schaltet auch demnächst wieder ein und folgt mir zum Geheimnis Jonastal.